gibt ja nicht sehr viele South Asian Artists im Westen. Für mich ist es so schön, jetzt auch zu sehen, dass es immer wie mehr Brown Girls, Brown Boys gibt, die sich trauen. Für mich ist es so, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie so machen kann. Ja. Feel like home, aber auch nicht. Die Aunties, they look at me like, weil ich halt rumlaufe, wie ich rumlaufe. Well, the auntie looks gonna prepare you for the world. Quote. Quote. Quote in quote. Quote in quotes. Wie ist es eigentlich, ein Foodie in der Diaspora zu sein? Für mich bedeutet Essen, eine besondere Verbindung zu meiner Community und Gemeinschaft zu haben. Denn es kommen am Essenstisch verschiedene Lebensrealitäten zusammen, so auch in unserer Gesellschaft. In der heutigen Folge Quotes treffe ich Uprising-Star und Rapperin Tashan aka Bombay Mami. Tashan ist aufgewachsen in Bern und hat mit 14 Jahren bereits schon ihre ersten Songs aufgenommen. Und ihre Musik bewegt sich genreübergreifend von Pop, Hip-Hop, aber auch zu R&B-Sounds. Herzlich willkommen, Tashan. Hey. Na? All fine, all good. Let's dive into the topic. Okay, let's go. In deinem zuletzt erschienenen Track Potential singst du auf Deutsch, Englisch, aber auch Französisch über Liebe, Sinnlichkeit, Sexualität. Und dabei vermischen sich ja auch so Sounds von so Percussion aus dem Subkontinent, aber auch Afro-Sounds und Rhythmen und so auch so Contemporary R&B-Tunes. Und wenn all diese verschiedenen kulturellen Erfahrungen so zusammenkommen, was passiert eigentlich bei diesem kreativen Prozess in deinem Kopf? Also was ist deine Vision dabei gewesen? Das ist immer so, ich habe im Prozess nie irgendwie so eine klare Vision. Die entsteht irgendwie im Laufe der Zeit. Je mehr ich investiere in einen Song, desto mehr kommt raus und desto mehr kommen diese Komponenten zusammen. Die Indian Percussions, die ich liebe, die ich auch in meinen Live-Sets habe. Das ganze Visuelle kommt, nachdem das Lied aufgenommen ist. Und ich glaube einfach, dass der ganze Prozess ist immer anders. Es ist wie für jeden Song, den ich mache, ganz a new journey. Aber gerade auch so diese 3 Sprachen, die du da auch benutzt. Ja. Das heißt, du bist ja multilingual unterwegs und hast ja auch an diesen verschiedenen Orten, hatte ich ja im Eingang des Gesprächs ja schon beschrieben, mit Französisch, Englisch, LA und London. In welcher Sprache fühlst du dich denn eigentlich am wohlsten, während du kreativ arbeitest? Schon auf Englisch. Auf Englisch? Ja, auf Englisch. Aber was macht das denn mit dir dann auch so? Ja, auf Englisch. Ich bin ja englisch-deutsch aufgewachsen. Und auf Englisch habe ich halt wie die Musik, die ich seit klein auf höre, ist englische Musik. Und ich glaube, deshalb ist es auch meine Love Language. Und wenn ich... So wie Food. So wie Food, genau. Ja, voll. Und in einem früheren Interview für SRF Mood hattest du mal darüber gesprochen, dass du gerade dein Mixed-Sein auch thematisieren willst oder mehr auch in den Fokus bringst, weil es ja auch eine gelebte Realität ist. Ja. Und da würde mich interessieren, was du zukünftig, also sozusagen als Legacy, auch in deiner Repräsentationsfunktion für andere südasiatische Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum auch haben willst. Oder was envisionst du sozusagen als Legacy? Ich glaube, für mich ist es wie, es gibt ja nicht sehr viele South Asian Artists im Westen. Und für mich ist es so schön, jetzt auch zu sehen, dass es immer wie mehr Brown Girls, Brown Boys gibt, die sich trauen und die auch diesen anderen Weg gehen wollen und halt nicht diesen konventionellen Weg von vielleicht being a doctor, An engineer, or a lawyer. Genau. Und für mich ist es wie, ich bin sehr froh, wenn ich schon nur auf Insta eine Message bekomme, you're my inspiration. Du hast mich irgendwie inspiriert mit deiner Musik, mit deinem Look, mit deinem Auftreten. Für mich ist es so, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie so machen könnte. Ja, aber ich glaube auch so, du hast ja dein Studium damals in London in Music Business sozusagen ja absolviert und auch die Zeit in London oder in LA, du hast ja einen ganz anderen Bezug oder eine Erfahrung gemacht, was so Brownness in der Öffentlichkeit zu erleben oder zu sehen. Ja. Wie war das oder wie hat sich das zum Beispiel auch in deiner künstlerischen Arbeit ausgewirkt oder beeinflusst?
Ja, als ich nach London kam, 2016, 17, habe ich wie gemerkt, so wow, okay, I'm not the only one. Weißt du so? In der Schweiz gab es ja nichts. Mich und sonst Wenige andere. no brown girl doing anything. Wobei das doch aber im europäischen Vergleich ja auch nochmal so ein bisschen anders ist, was in der Schweiz und Deutschland ist. Wenn ich so zum Beispiel als Ülam-Tamile zum Beispiel gucke, gibt es ja sogar statistisch so die Zahlen, die ja auch dafür sprechen, dass in der Schweiz, gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl, schon viel mehr Brown People da sind. Aber in Deutschland ist es nicht das Gleiche. Aber England können wir, das sind ja 20% der Bevölkerung so ausmacht. Das heißt, so, du nimmst eine ganz andere Selbstverständlichkeit ein, und auch so, was du werden kannst und was du sein kannst. Genau, also als ich nach London gekommen bin, hat das BBC Asian Network mich direkt auf dem Radar gehabt, hat mich direkt gepusht und ich so, wow. Ich meine, BBC ist für mich so wie, ja, das habe ich immer im Fernsehen gesehen und dann nach einer Show kommen sie so zu mir und sind so, ja, Tashan, hey, we love your work, we want to get you on a interview und so. Und ich so, wow. Und diese Community halt, South Asian Community ist halt wirklich so, ja, ist ja klar, historisch gesehen, it's been a colony of the Brits. Und ich hatte wie so die Möglichkeit mal in London so wie andere Brown People kennenzulernen, die aber nicht in Indien sind. Oder, weil klar, Tamils, we had a lot of Tamils auch in der Schweiz, aber es war immer sehr separat, die waren für sich. Es war oftmals nicht so mixed. Und dann aber auch so für dich, deinen schweizerischen und deinen indischen Part so ja auch nachzuvollziehen oder auszuleben, ist ja auch nochmal dann auch so the question of belonging, die du wahrscheinlich dir auch so oft in deinen Schaffensprozessen, aber auch so in deinem Aufwachsen in der Schweiz dann oft gefühlt hast. All meine Freundinnen waren mixed. Fast alle, also sehr viele waren mixed. So, wir hatten alles von Kongo, Thai, Tschechien, Senegal, Indien, Schweiz. Es war so. Well, welcome to a globalized world. Exactly. The future is mixed. Exactly. Und es war einfach so normal, weißt du? Für uns einfach, wir waren alle mixed und proud und nicht alle. Natürlich hatten wir auch einfach Schweizerinnen oder einfach eine Freundin, die einfach Nigerian ist. Das war unsere Realität. Für mich aber, das whole being an Indian girl, klar, von zu Hause aus, das war eine ganz normale Realität. Aber dann das in London nochmal anders zu erleben, wo es wirklich so eine History hat, Western and South Asian culture really coming together, in der Musik, in der Sprache, im Style, in den Looks. Und ich meine, es gibt ja dort zum Beispiel, ich war immer in London, gibt es eine Straße, die heißt Green Street. Yeah. Kennst du? Ja, klar. Und ich gehe dort immer halt, wow, mein Schmuck und Saris und Bindis holen und it just feels like home, aber auch nicht. Hybrid, so wie wir. Weil wenn ich dort bin, die Aunties, they look at me like, are you sure? what is it? Oftmals, weißt du, weil ich halt rumlaufe, wie ich rumlaufe, aber auch nicht negativ immer, aber einfach so, who is she? Well, the auntie looks gonna prepare you for the world kind of thing, true. würde ich jetzt mal The sagen. auntie looks preparing you for the world. Oh my God, that's good. Quote. Quote. Quote in quote. Quote in quotes. So die Freiheiten, die du dir auch so rausnimmst für so, zum Beispiel bei J'adore hast du ja auch die künstlerische Leitung und auch so Positionen in der Produktion inne gehabt, die ja das ja auch so mit beeinflusst und geshaped haben, also auch eine Freiheit, die genommen hast. Ja. Was macht das mit dir? Also auch mit Freundinnen oder auch so deine Ma spielt in diesem Clip ja auch mit. Ja. Fällt es dir leicht oder ist es eher Druck, den du verspürst, wenn es Menschen sind, die dir so nah sind, in deinen künstlerischen Prozessen mit einzubinden? Oder ist es eher so comforting und gibt dir so eine Sicherheit? Genau, Sicherheit. Yeah. Ja, voll Sicherheit. Und ist immer, klar, ist ein bisschen, weil ich will es immer allen recht machen, dass alles gut funktioniert, dass sich alle wohlfühlen und so. Das ist mehr der Stress so. Yeah. Okay, is everybody happy und so, weil alle sind ja meistens auch dort einfach to support me. Yeah. Und ja, macht auch Spaß irgendwie, glaube ich, wenn wir alle im Set sind und Make-up und so und Hair. Aber es ist ja auch Resources, Zeit, die Menschen für dich dann mit dazu aufbringen. Ne? Und das spielt ja da auch es mit. ist genau so wie, und meistens ist es so, dass meine Freunde, die wollen ja kein Geld von mir, aber für mich ist es einfach wichtig, dass dann alles andere wohlfühlen. stimmt. Genau.
Genau, das gut umsorgt ist. Genau. Okay. Aber was bedeutet es denn eigentlich für dich auch so jetzt zu sagen, spot on my musical career, ich will von meiner Kunst auch leben. Ja. Was bedeutet das für dich? Sich wirklich so auf dein Craft, dein Music Making als ein Artist sich so zu etablieren, auch so zu fokussieren. Ja, also es ist halt Sacrifices. Es ist wirklich so Hustlen Hustlen und Prioritizen und einfach wissen, okay, es ist halt vielleicht nicht immer alles möglich, wie du das genau jetzt in diesem Moment willst, weil es halt einfach noch... The business is a hard one. The business is a hard one, aber ich habe auch gelernt, jetzt viel mehr so Business zu denken. Ja. Music Business habe ich studiert, aber es ist ja immer noch was anderes, In der was zu Praxis. studieren und dann wirklich das zu implementieren, genau. Und ja, ich bin jetzt halt natürlich auch ein bisschen smarter geworden mit meinen Decisions und wie ich mein Geld einsetze, investiere und so. Und ich glaube, das ist einfach ja, wichtig als Künstler auch ein bisschen, like you have to have different avenues. Ja. Ich glaube, es ist wichtig auch eben zum Beispiel jetzt meine Brand, das Family Business, weißt du, das ist so wie, ja, das ist irgendwas, wo ich natürlich auch denke, so das will ich so als künstlerisch mich so wie anders auch ausleben, aber auch halt, ja. Naja, du bildest jetzt auch mehrere Standbeine Genau, damit, ne? genau. Okay. Aber was wäre denn so, wenn du in einer Utopie denken kannst, vorstellbar, wenn es gar keine Limits gäbe und du einfach das machen könntest für deine Kunst, was du dir vorstellst? Dann würde ich einfach reisen, Studio aufbauen, Jamaica, okay, a month in Jamaica, we're gonna make some music, we're gonna have some gigs, then I'm gonna go to India, work on my collection, then I'm gonna go to, I don't Okay, und du know. hast eine größere Reise-Itinerary dir also dann schon zurechtgelegt für das Ja, Denken. ja. Ich glaube, was ich auch noch interessant finde, ist aus so einem ganzen Diversitätsdiskurs, ich meine, wir reden dann schnell oder viel auch über halt Konstruktion von Race, von Gender und diese ganzen Themen, aber auch, was so der Generationsaspekt betrifft. Ich meine, wir sind 90er-Jahrgänge, so Gen Z tickt da noch mal ein bisschen anders. Und Ja. da würde mich auch so interessieren, ich meine, du versuchst ja auch mit verschiedenen Plattformen, die ja auch so Gen Z eher orientiert sind, ja auch zu arbeiten, dass sich ja da auch so eine kulturelle Identität, wie sie gezeigt wird, so bestimmte Ästhetics hat. Und das hat sich ja auch alles so rasant in der Zeit verändert. Kürzere Aufmerksamkeitsspanne von Menschen, mit dem ganzen Overload von Informationen, mit dem wir so voll geballert werden. Oder auch was so Schönheitsideale oder auch Schönheit betrifft, so, oder was wir als schön empfinden. Das alles geht so schnell, aber meine Frage ist so, die Tracks werden kürzer, dieses Modell oder dieses Konzeptalbum ist auch nicht mehr das, was so primär hergestellt wird oder produziert wird. Denkst du diese Dinge auch so mit in deinem künstlerischen Wirken? Oder wie beeinflusst dich das? Ich glaube, natürlich wird es mich auch beeinflussen, weil zum Beispiel Tracks machen wir nicht mehr wie vorher, so vor, sagen wir, 5, 6 Jahren haben Ja. wir 3,5 Minuten war normal. Und jetzt 2 Minuten, 2,5 Minuten, das beeinflusst natürlich schon, aber ich glaube, was mich mehr beeinflusst, ist fast History, glaube ich. Geschichte interessiert mich sehr, allgemein. Ich höre viel alte Musik auch und ich glaube, es ist so ein Mix, ich glaube, von jetzt Ja. to back in the days und ja. Ich glaube, das macht dann auch wirklich vielleicht auch so ein Rekombinieren von vorhandenem Material, das sich nochmal so, glaube ich, neu kontextualisieren lässt oder in einer so schnelllebigen Zeit, in der wir sind. Ne? Also man muss nicht das Rad neu erfinden, aber Nee. man kann es entsprechend halt in Variationen neu anordnen und vielleicht daraus auch so einen künstlerischen Prozess so enablen. Genau, und ich glaube je länger ich jetzt schon Musik mache, desto mehr sehe ich so wie einfach so, der Alltag ist eigentlich so, dass the moments that you live, you know, like the pure feelings that you have in certain moments, das ist so das, wo mich am meisten inspiriert. Weißt Aber dann ist so the ephemeral digital ether so doch auch irgendwie, I don't know, ein undankbarer Ort, könnte man meinen, oder
halt Social Media enabled es uns so sehr, auch diese Messages und diese Gefühle und Dinge, die du so pure empfindest, auch zu zeigen. Ich finde schon, weil früher, ich meine, wenn du Künstlerin warst und nicht gesigned warst und nicht auf MTV warst und nicht beim Bravo Magazine warst, dann... Ja, du kannst dich selber besser vermarkten, weil du da andere Plattformen Ja, hast. du kannst wirklich du sein, was du sein willst. So, ich finde das schon extrem Aber schön. gleichzeitig verändert sich mit dieser Technologie ja auch so voll viel, dass soziale Medien ja auch Algorithmen hat, die ja halt schon sexistisch, rassistisch, queerfeindlich sind und kein Geheimnis darum gemacht wird. Und auch so bestimmte Körper, also schwarze und braune Körper, zum Beispiel ja auch Shadowbanning so erfahren oder auch so antifeministische Hashtags zum Beispiel ja auch so aufpoppen und sozusagen in der Tagesordnung stehen. Hast du irgendwie damit oder beeinflusst dich das als Person zum Beispiel im Online-Space und was sind so deine Strategien da? Ja, also ich glaube, wir haben alle so dieses Gefühl von Insecurity on Social Media. Also auf der einen Seite finde ich es voll empowernd, weil ich kann das zeigen, wo ich will. Aber ich bin immer beeinflusst, weil ich natürlich immer scroll und sehe und dies und das. Es ist schwierig, weil es gibt Tage, wo ich denke so, wow, I'm in love with my body. I feel sexy, I feel confident. Was ja auch so Topics von deinen Songs und deiner Musik. And I really don't give a shit if I have cellulite. Und dann gibt es Tage, wo ich so denke, so, oh my God, I don't feel amazing und ich fühle mich einfach nicht schön genug und ich habe irgendwelche Komplexe. Aber ich muss auch sagen, mit dem Alter, I don't really care that much anymore. Das prallt dann ab. Fällt ab. Honestly, ganz ehrlich, es gibt Wichtigeres. Ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um da so einen Full-Circle-Moment auch zu haben. Yes. Denn ich glaube, so eine gemeinsame Language, die wir auch sprechen, ist gutes Essen. Und Food over love. Aber für so ein gemeinsames Verständnis, da wo die Sprache nicht mehr ausreicht, ist Essen wirklich so wholesome. Ja. Und ich würde sagen, Taschan, wir haben heute genug gearbeitet. Are we gonna eat some chaat? Lass essen gehen. Chutney, all what you want. Okay.